Heute bei Juliana Matthäus fertigen wir unsere Sunny Necklace, eine kunterbunte Sonnenbrillenkette mit wunderschönen Perlen. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matthäus. Ganz egal ob mit oder ohne Näh- und DIY-Erfahrung, mit uns könnt ihr euch selbst exklusive, trendorientierte und verantwortungsvolle Mode schaffen. Sommer, Sonne, The Sunny Necklace, die Sonnenbrillenkette aus unserer aktuellen Ready-to-Craft-Kollektion, ist ein richtiger Hingucker mit It-Piece-Potenzial. Den Perlenmix haben wir selbst zusammengestellt, ein kunterbunter Mix mit ganz vielen Farben und auch etwas verschiedenen Formen, sodass die Kette einfach noch besonderer und ganz natürlich aussieht. Ready to Craft, das bedeutet wie immer, dass ihr keinerlei Vorkenntnisse im DIY mitbringen könnt. Ihr könnt einfach Mode und Accessoires genauso lieben wie wir und seid dann schon perfekt aufgestellt, eure Sunny Necklace zu fertigen. Wie immer zeige ich euch Schritt für Schritt, was genau zu tun ist, bis eure fertige Sunny Necklace entsteht, und macht mir einfach direkt nach, macht mit, pausiert, wo ihr es braucht, wiederholt, so oft ihr es mögt, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Was auch super cool ist, dass wir sie auf unsere individuelle Länge fertigen. Der eine trägt die Kette vielleicht etwas länger, der andere etwas kürzer, und so kann es jeder genau nach seinem Geschmack fertigen. Genau dazu gebe ich euch natürlich auch Anweisungen. Und wenn ihr die Juliana Matthäus The Sunny Necklace Box schon da habt, dann kann es auch direkt losgehen, denn wie immer habt ihr alles, was ihr braucht, also die Perlen, Schlaufen, Draht, die Ösen, da alles in der perfekten Menge und in super guter Qualität. Ach ja, und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert auch unbedingt dieses Video, wenn es euch gefällt, und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer neuen Kollektion im Ready-to-Sew oder Ready-to-Craft-Bereich mehr verpassen. Ja, also dann lasst uns mal loslegen. Zusätzlich braucht ihr nur so eine Zange, die kann auch spitzer sein, und einen Seitenschneider. Ich habe das beides in einem Gerät, das kann in der Mitte schneiden und außen greifen. Also irgendwas zum Greifen und irgendwas zum Schneiden. Dann nehmen wir uns als erstes einmal unsere Brillenschlaufen und dazu 2 von unseren Ösen. So, und diese Ösen, die möchten wir jetzt an unseren Brillenschlaufen befestigen, und dafür biegen wir einfach mal mit unseren Fingern, oder wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch die Zange nehmen, die Ösen einmal auf, da wo sie diese kleine Bruchstelle sozusagen haben, und zwar biege ich die so ein bisschen seitlich auf. Einfach so weit für ein paar Millimeter, dass die Gummischlaufe da durchpasst. Die fädel ich dann da auf. Und dann nehme ich mir meine Zange und drücke diese Öffnung, die ich jetzt gerade erstellt habe, einfach wieder zu. Achtet auch bitte darauf, dass die wirklich wieder zugedrückt ist, also wirklich komplett verschlossen ist, denn wir möchten natürlich nichts verlieren. Ich drücke da auch schön kräftig zu, und wenn die Öse wieder geschlossen ist, dann sieht das Ganze so aus. Ich habe also die Öse an meiner einen Brillenschlaufe, egal übrigens auf welcher Seite, befestigt. Und genau das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch noch. Ich biege mir also die Öse auch hier wieder mit meinen Fingern seitlich auf. Nehme mir dann meine zweite Brillenschlaufe, stecke die da drauf und biege die Öse danach wieder mit meiner Zange schön sauber zu. Da sollte wirklich gar keine Lücke mehr sein. Gut, dann haben wir das schon mal vorbereitet. Und als nächstes können wir unseren Draht nehmen. Die Brillenkette machen wir ja individuell von der Länge, also so wie ihr es persönlich mögt. Am Anfang lassen wir die Länge aber jetzt einmal komplett so und stellen unsere Länge dann später ein. Ich nehme jetzt das eine Ende von meinem Draht auf jeden Fall, führe es durch meinen kleinen Ring, biege mir das einmal so um für 3 cm, sodass es einmal richtig scharf umgeknickt ist. Ja, und dann beginnen wir mit dem Auffädeln der Perlen. Und nehmen uns das eine Ende also. Ich nehme es mir in die linke Hand, nehme mir mit rechts dann immer meine Perle auf und fange jetzt einfach mal mit der ersten an. Ich nehme hier eine weiße und achte jetzt einmal drauf, dass die über mein umgeknicktes Ende geht, also über beide Lagen von meinem Draht. Schiebe das auch schön bis daran. Und jetzt kommen einfach die nächsten Perlen.
Ich mache es so, einmal um es vorwegzunehmen, dass ich immer ein paar bunte nehme und die durch die weißen auflockere. Denn ich finde das am schönsten optisch, wenn es etwas heller ist, die ganze Kette. Also wenn man nicht nur bunte Perlen aneinander setzt, sondern immer mal alle 2, 3, 4 Perlen eine weiße benutzt. Und so fädel ich jetzt nach und nach einfach immer weitere Perlen auf. Es geht auch ganz gut, wenn man mehrere direkt gleichzeitig auf das Ende des Drahts tut und sie dann gemeinsam rüberschiebt. Und ganz wichtig eben hier am Anfang, dass für die 3 cm, wo die Drähte parallel liegen, die Perlen auf beiden Drähten sitzen. Danach ist es ja nur noch ein Draht, da können wir das einfach so raufschieben. Und ja, ich finde persönlich, das macht mega viel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Und ihr könnt einfach immer schauen, welche Farbkombi euch gut gefällt. Ich mache das einfach so ein bisschen zufallsmäßig, weil ich das einfach liebe, wenn es so bunt ist. Und wie ihr hier seht, ich habe jetzt ungefähr 7 Perlen, glaube ich, hier schon mal drauf gesteckt und davon sind 3 weiß. Und ja, so finde ich es schön. Es ist schön hell, schön fröhlich. Und genauso werde ich jetzt einfach mal weitermachen. Ich finde, genauso wie beim Makramee oder beim Handnähen ist das einfach eine super meditative Tätigkeit. Ich finde es richtig schön, macht richtig Spaß, das zu machen, weil man halt so schnell so Fortschritte sieht. Es wird immer schöner, die Kette, der Draht. Und ja, am besten ist natürlich dann, wenn es fertig ist und man es tragen kann. Aber ja, ich finde es richtig, richtig cool. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie mir. Mir macht das mit den Perlen total Spaß, gerade wenn es eben so einfach ist. Und wie man halt auch merkt, man braucht wirklich irgendwie gar keine Vorkenntnisse im DIY. Und trotzdem kann man mal was selber machen. Und ja, nicht nur für sich, auch einfach so als Geschenkidee finde ich es richtig cool. Oder um das mal mit einer Freundin zusammen zu machen oder so. Dabei einfach irgendwie eine Serie zu gucken, sich zusammenzusetzen oder das auch mitzunehmen auf dem Balkon, gerade im Sommer jetzt. Ja, also neben diesem bewussten Machen, bewussten Konsum und auch nachhaltigem Herstellen, weil man es eben viel mehr wertschätzt, wenn es selber gemacht ist, ist natürlich auch der Spaßfaktor eine riesengroße Sache. Und gerade halt bei der Sunny Necklace, ja, richtig, richtig cool. Und wer sich jetzt vielleicht denkt, irgendwie cool, ich habe vorher gar kein DIY gemacht, aber es macht irgendwie doch Spaß und ist auch super, super easy, der kann einfach auch mal sonst bei uns schauen, auch auf unserem Instagram-Kanal. Da posten wir täglich neue Inspirationen, neue Styling-Tipps, neue Lounges, die wir haben, Kleidungsstücke, aber eben auch viele Accessoires im Ready-to-Sew oder Ready-to-Craft. Folgt uns da also auch sehr gerne unter julianamatthews_official. Ja, und wenn ihr so im Machen seid, dann guckt doch auch gerne mal zwischendurch, wie euch die Länge so gefällt. Haltet einfach rechts mit dem Finger die Perlen einmal so ein bisschen fest, sodass die uns nicht runterrutschen. Haltet das dann einfach mal um euren Hals von hinten nach vorne bis zu der Stelle, wo eure Sonnenbrille sitzen würde und guckt, wie die Länge so ist. Ich würde aber so 60 bis 75 cm empfehlen. Wenn wir dann langsam aber sicher unsere gewünschte Länge erreichen, dann können wir uns wieder die zweite Schlaufe zur Hand nehmen. Da hatten wir ja ganz am Anfang schon den Ring aufgezogen. Und jetzt nehmen wir uns einmal das Ende von unserem Draht, also das offene hier rechts, führen es durch die Öse, die wir da aufgezogen haben, biegen den Draht dann einmal an der Stelle um, wo unsere Kette die gewünschte Länge erreicht und fädeln dann das Ende einmal durch unsere letzten ungefähr 6, 7, gerne auch 8 Perlen, die wir hier haben, um einen scharfkantigen Umbruch in unserem Draht zu erlangen. Ihr seht das hier. Ich schiebe das einmal durch, einfach immer wieder durch die Perle und komme dann hier jetzt raus nach ein paar Zentimetern. Ziehe mir den Draht einmal ganz durch, so dass wirklich kein Platz mehr zwischen meiner letzten Perle und meiner hier angebrachten Öse mehr ist. Ich möchte das also wirklich ganz doll durchziehen. Der Draht soll da nicht noch irgendwie abstehen. Und auch die Perlen sollen keinen Platz mehr haben, irgendwie noch hin und her zu rutschen. Das Ganze soll schön straff alles hintereinander aufgefädelt sein. Ihr seht, ich ziehe mir das hier wirklich richtig fest, sodass meine Drahtschlaufe, die ich hier noch habe, ganz, ganz klein wird. So, wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt komplett festgezogen und die Perlen haben auch keinen Platz mehr zu wandern, dann nehme ich mir einmal meinen Seitenschneider oder eine grobe Bastelschere und schneide meinen Draht einmal ganz kurz, genau da, wo er aus meiner Perle, also ein paar Zentimeter Entfernung von meiner Schlaufe kommt. Also genau hier.
Ich halte mir das einfach mal so fest. Setze hier den Cut. Ihr seht, ich mache das ganz nah an meinen Perlen dran. Möchte nur diesen überschüssigen Draht abschneiden. Und gucke jetzt einmal, dass der kleine Millimeter von meinem Draht auch noch schön in den anderen Perlen verschwindet. Ja, und dann haben wir das geschafft. So sieht unsere Kette jetzt aus. Wir haben an beiden Seiten die Schlaufen mit den Ösen befestigt, haben einmal ringsherum Perlen aufgezogen in einem richtig, richtig schönen Farbmix und können das jetzt natürlich bei unserer Sonnenbrille der Wahl befestigen. Dafür ziehen wir die Schlaufe einfach so ein bisschen auf, je nach Größe von unserem Steg von der Sonnenbrille. Ziehen uns das hier rüber, ziehen uns das nach vorne, soweit wie wir es mögen. Können das mit dem goldenen Ring hier auch wieder festmachen. Machen das noch bei der anderen Seite. So. Machen wir das auch hier wieder fest. Schaut super gerne im Anschluss gleich auf unserer Website www.julianamatheevs.com vorbei und sucht euch schon im Anschluss euer nächstes Projekt aus. Das war jetzt auf jeden Fall der letzte Schritt im DIY mit unserer Sunny Necklace. Fertig, so sieht unsere Sunny Necklace jetzt aus. Ich finde sie richtig cool für den Sommer. Ich glaube, es ist ein mega Hingucker. Ich liebe Sonnenbrillenketten und finde es noch cooler, wenn sie natürlich selbst gemacht ist und man irgendwie auf der Straße angesprochen wird, so hey, wo hast du deine Sonnenbrillenkette her? Ich finde die mega cool und man kann dann einfach sagen, ja, die habe ich selber gemacht. Richtig toll, weil es einfach was ganz Besonderes ist. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Mir hat es mega viel Spaß gemacht heute. Ich bin auch super gespannt darauf, eure heutigen Resultate zu sehen unter dem Hashtag JulianaMatheevsOnMe. Hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei im DIY oder vielleicht auch im Nähen. Und ja, freue mich auf euch. Also fühlt euch gedrückt und bis bald.